Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Heike Kaus. Ich bin zertifizierte Coach und arbeite als solche in eigener Praxis in Berlin, und zwar seit dem letzten Jahr, seit dem letzten Sommer, seit ich mit meinem Mann wieder in Deutschland lebe. Darüber hinaus arbeite ich in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens und auch online. Zu meinen wesentlichen Arbeitsschwerpunkten zählt das Business- und Konfliktcoaching in einem interkulturellen Kontext. Und im Rahmen der Cultures Academy biete ich den Kurs an Konflikte und ihre Bewältigung in einem interkulturellen Kontext. Dem Kurs habe ich die Überschrift gegeben, das scheinbar Unlösbare lösen. Und was es damit auf sich hat, darüber erzähle ich euch später noch ein bisschen was. Worum geht es im Kurs? Im Kurs geht es um das Thema Konflikte, denn als Menschen haben wir alle Konflikte. Sie gehören zu unserem menschlichen Leben, Zusammenleben dazu, und sie sind auch nötig für unsere persönliche Entwicklung und Weiterentwicklung. Wenn wir auf Konflikte schauen, so treten sie auf in uns selbst, aber natürlich auch in einem familiären Kontext mit anderen, mit unseren Partnern, mit Kollegen. Von daher ist es wichtig und auch sinnvoll, einen guten Umgang mit Konflikten zu haben, damit sie angemessen bewältigt werden können. Wenn wir jetzt auf mitausreisende Partnerinnen und Partner und ihre Familien schauen, die ja regelmäßig in einen neuen kulturellen Kontext kommen, spielt das nochmal eine besondere Rolle, weil das Potenzial an Konflikten nimmt dort zu. Ich bin in einer ungewohnten Umgebung, ich habe mit anderen Sitten und Gebräuchen zu tun, ich bin nicht sozusagen umgeben von den Menschen, die für mich wichtig sind. Also von daher, wenn du dich mit Fragen beschäftigst, ich habe Konflikte, die für mich unlösbar erscheinen, oder wiederkehrende Lebensthemen, die partout sich nicht verändern wollen, oder permanente Auseinandersetzungen, die viel Kraft kosten, aber zu keinen Lösungen führen, dann bist du in diesem Kurs ganz genau richtig. Bevor ich auf den Kurs selbst eingehe, möchte ich ein bisschen was darüber erzählen, was mein eigener Bezug zu dem Thema ist. Also, was habe ich selber mit Konflikten zu tun? Wie so oft im Leben ist es mir als junger Mensch so ergangen, dass ich sehr viele Konflikte hatte, zum Teil auch sehr massive Konflikte. Und dass ich manchmal sogar fast verzweifelt darüber war, weil ich einfach nicht wusste, wie ich sie handeln sollte, wie ich sie lösen kann, wie ich einen anderen Zugang zu ihnen finden kann. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Unterstützung. Und dabei bin ich auf meinen Mentor und späteren Aufstellungslehrer Fred Ziebert gestoßen, der mir nicht nur die Methode systemischer Aufstellungsarbeit vermittelt hat, die ich sehr geeignet finde für die Klärung von Konflikten, sondern vor allen Dingen Wertfreiheit. Was heißt das im Kontext von Konflikten, also unserem Kursthema? Das heißt, dass ich eine Situation und die Menschen oder den Menschen, mit dem ich in einem Konflikt bin, dass ich den erstmal so annehme, wie es ist. Also ich bewerte das nicht. Etwas, was wir im normalen Leben sehr oft tun. Ich bewerte einen anderen, ich bewerte mich selber, ich bewerte eine Situation, und ganz oft werte ich auch ab. Und das ist ein Teil des Problems, dass das geschieht. Dass ich dann zu einer Expertin für Konflikttransformation, oder ich könnte auch sagen, dass Konflikte und ihre Bewältigung zu meinem Steckenpferd geworden sind, das kam dann später, und zwar im Rahmen meiner diplomatischen Entsendung an die Deutsche Botschaft nach Tel Aviv, wo ich von 2011 bis 2014 zusammen mit meinem Mann gearbeitet habe. Und dort hatte ich nicht nur sehr viel zu tun mit, ich sag mal, Vermittlungen zwischen jüdisch-israelischen Organisationen und ihren Ansprüchen deutschen Bundesbehörden gegenüber, wo ich laufend in Spannungsfeldern quasi mich bewegt habe, sondern vor allen Dingen habe ich dort zweimal Krieg miterlebt. Und zwar zwischen Israel und der im Gazastreifen beheimateten Hamas. Und dieses Miterleben, diese Erfahrung davon, dass Menschen wirklich bereit sind, zu sterben und andere zu töten, ich muss es wirklich so krass sagen, anstatt zu lernen,
zuzuhören, nachzufragen, mal in die Schuhe des anderen zu treten, also sich zu verändern. Diese Erfahrung war für mich so prägend, dass ich für mich entschieden habe, in meiner heutigen Arbeit als Coach und Trainerin möchte ich etwas dazu beitragen, Menschen einen anderen Blick und einen anderen Zugang zu Konflikten zu geben. Nämlich, dass sie nur scheinbar nicht lösbar sind, sondern dass es sozusagen für alle Situationen und für alle Konfliktsituationen eine Möglichkeit gibt, diese zu lösen. Komme ich zum Kurs. Der Kurs oder im Rahmen des Kurses befassen wir uns mit 3 thematischen Schwerpunkten. Das erste sind Konfliktmuster und Lösungskompetenz. Was heißt das genau? In der Regel ist es so, wenn wir uns in einem Konflikt befinden, dass wir eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen, wie wir einen Konflikt bewältigen oder wie wir an ihn herangehen. Und wenn ich Menschen danach frage, was ist denn, also wie machst du das denn normalerweise? Oder was ist denn dein Grundmuster in einer Konfliktsituation? Dann können die das ganz oft gar nicht sagen. Und das ist ein Teil des Problems oder ein Teil davon, dass sozusagen Wiederholung in der Bewältigung von Konflikten einfach immer wieder passiert. Das heißt, es ist extrem wichtig zu wissen, wie verhalte ich mich in einem Konflikt und warum tue ich das? Weil damit habe ich die Möglichkeit, mir im Grunde genommen neue Handlungsoptionen zu erarbeiten, in einer Konfliktsituation anders damit umzugehen, als ich das bisher getan habe. Also, das wird das erste sein. Das sind im Grunde genommen die Basics, womit wir uns beschäftigen und auf denen wir im Grunde genommen ganz individuell schauen, was hat jeder für Lösungs- oder Kompetenzen, Ressourcen, eigene Ressourcen, Konflikte anders zu bewältigen, anders an sie heranzugehen und sie auch zu lösen. Das zweite Thema, womit wir uns beschäftigen, ist Resilienz, also seelische Widerstandskraft und Konfliktfähigkeit. Konfliktfähigkeit betrachte ich als eine Kompetenz. Das heißt, es ist etwas, was wir als Ressource in uns tragen. Warum ist das so wichtig? Insbesondere auch nochmal für mit ausreisende Partnerinnen und Partner und für ihre Familien. Aus dem Grund, den ich eingangs genannt habe, weil wir eben nicht in einem für uns, sage ich mal, vertrauten, sicheren Kontext sind, sondern immer wieder vor neuere Herausforderungen gestellt werden. Und natürlich erleben wir auch diese wechselnden Lebenssituationen nicht immer gleich. Manchmal ist es auch belastend. Und mit diesen Fragen werden wir uns im Detail beschäftigen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin dann später, nachdem ich den diplomatischen Dienst verlassen habe, noch als Magd mit meinem Mann in der Schweiz gewesen. Und wenn ich selber nicht so stabil in mir gewesen wäre oder meine eigene Resilienz so gut gewesen wäre, hätte ich keine gute Zeit dort gehabt, weil das ein Kulturkreis ist, in dem ich mich nicht sehr wohl gefühlt habe und mit dem ich nicht sehr gut zurechtgekommen bin. Das heißt, wir können also nicht wie selbstverständlich davon ausgehen, dass es überall für uns gleich gut ist oder überhaupt gleich ist, sondern Resilienz und auch sozusagen die innere Stabilität ist einfach wichtig für den Kontext. Im dritten Teil befassen wir uns mit dem Thema Haltung in der Konfliktbewältigung. Also unser ganz persönlicher Umgang, also unsere ganz persönliche Haltung in der Auseinandersetzung. Und was heißt das in Bezug auf diese Situation, auf eine Konfliktsituation? Neben der Wertfreiheit, die ich eingangs genannt habe, kommt hinzu Allparteilichkeit. Das ist etwas, was ich auch im Nahen Osten gelernt habe, dass Konflikte, und zwar egal, ob es große Konflikte in der Welt sind oder kleine, zu Hause in der Familie, dass es darum geht, parteiisch zu sein. Und parteiisch heißt in dem Sinne auch für alle anderen. Also nicht nur mich selbst zu sehen und mit meinem Thema, sondern auch anzuerkennen, dass mein Gegenüber auch eine Berechtigung und einen Anspruch auf sozusagen seine Position hat. Und jetzt mal unabhängig davon, ob ich das verstehe, ob ich es nachvollziehen kann, ob ich es teile,
oder ob vielleicht das, was an mich herangetragen wird, ob ich das erfüllen möchte. Und darum geht es schlussendlich. Wir sind damit sozusagen bei den Zielen oder bei dem wesentlichen Ziel eigentlich des Kurses angekommen, nämlich wirklich ein Stück weit auch, naja, das Unschöne, den Schrecken, die Angst vor den Konflikten zu nehmen und zu erkennen, dass Konflikte wirklich nötig sind, damit wir uns weiterentwickeln können. Weil in der Regel haben sie eine Botschaft für uns. Und das zu lernen, das ist Bestandteil des Konfliktes und in eine für uns zufriedenstellende Umgangsweise damit zu kommen. Und in dem Wort zufriedenstellen steckt schon das eigentliche Wort, nämlich der Frieden. Also das heißt, in Kombination mit den Elementen, die der Kurs umfassen wird, werden wir uns eine friedenstiftende Kompetenz aneignen können. Und darum geht es schlussendlich, und das wird etwas sein, wozu ich im Rahmen des Kurses einen Beitrag leisten möchte. Wenn das also interessant ist für dich und du sagst, da kann ich was mit anfangen, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns sozusagen im Kurs diesen Themen weiter widmen können und lade dich dazu hiermit ganz herzlich ein. Herzlichen Dank.